Ich bin Aaron und auf dem Weg nach Ungarn. Genauer an ein riesiges Goa-Festival namens Ossora. So sieht das aus dort. In den fast 10 Jahren, als ich jetzt dort hergehe, ist mir gleich aufgefallen, ich weiss nicht wahnsinnig viel über das Land und das, was ich darüber weiss, beißt sich sehr fest mit dem freiheitlichen Charakter des Festivals und mit dem offenen Selbstausdruck, den man dort ausleben kann. Den Ungarn ist nicht wegen dem Festival in den Schlagzeilen, sondern wegen ihm. Der Viktor Orbán ist der Ministerpräsident von Ungarn und macht das Land zum politischen Sorgenkind der EU. Hungary has continued and increased its violation of the EU values. Er stellt sich gegen Brüssel und lädt rechtskonservative PolitikerInnen aus ganz Europa zum Gedankenaustausch ein. Overrun with more and more illegal immigrants. Anfangs März wird in Ungarn ein Pride-Verbot von seiner Partei im Parlament durchgewunken. In Ungarn wird zwar gegen ihn und seine Partei namens Fidesz protestiert, aber internationale Marken wie das Sziget Festival oder eben das Ossora könnten unter seiner Politik leiden. Trotz dem Pride-Verbot vom März mit rund 200'000 Besucherinnen war es die grösste Pride, die sie Ungarn je gegeben hat. Der Bürgermeister Gergely Korácsony hat den Marsch selber angeführt. This is a completely fucked up country and I want it to be a civilized place. The government has to see that we absolutely don't agree with what they're doing and they should be scared of us. We fight for everyone's freedom and it's not just about the pride itself, which is also a protest, but we for the right to assemble, to gather, and if they take away pride, they can take away everything else. It's always gonna be a place where I would, or what I would call home, because I was born here, I was raised here. But I feel like I see a change in people's mentality, and I hope it will be a place what we can call safe again, and what we can call a place of diversity and openness and Europeanness. Ein Monat nach der Pride treffe ich Lexi in Budapest. Sie ist eine Transfrau, lebt in dieser Stadt und von ihr will ich wissen, wie sie sich fühlt, wenn in ihrem Land die Regierungspartei Fidesz zumal Prides verbietet. They're just a populist party. They like to make laws that bring in the votes, and it's not like they actually have moral compasses, in my opinion. It's not like they think that gay people are bad. Like politicians that are right now in Fidesz saying, oh, gay people are, all this, like going to hell and stuff. We're at Pride 20 years ago. How do you live as a queer person in Budapest? I love attending parties where it's like geared towards queer people. Actually here where we are right now, Központ, this is actually quite a good center for these sorts of diverse parties, so to speak. Are those spaces under attack now? Maybe. I'm not quite sure. I know for a fact that some festivals have recently been cancelled, and we don't know the exact cause, but it seems to have to do with the government not renting out those spaces anymore to these alternative festivals. Ich bin auf dem Weg nach Shimontornia, der Vorort vom riesigen Psytrance Festival Ossora. Durch Shimontornia kommen die Leute unweigerlich vorbei, ob sie jetzt mit dem Auto oder dem Zug anreisen. Man merkt sofort, das Leben hier auf dem Land ist einfacher. Wie kommt denn so ein internationales Goa-Festival hier an? Have you been to the Ossora Festival? I'm a local. I always, for the beginning, I'm here. What do you like about Ossora? The freedom that you can get, the free stuff you can get, LSD,
I mean, is that not a problem nowadays with the zero tolerance? With the no. Ich denke, besonders früher, vor ein paar Jahren, das war das Hauptthema über das Festival. Und es gab auch Razzien von Polizei und und ich denke, deswegen haben die Festivalbesucher immer noch so einen schlechten Ruf. Kurz zur Einordnung. Goas und Drogen gehören zusammen wie Ungarn und Langosch. Und lang gehst du nicht auf dem Mosora-Gelände, bis du Drogen findest. Das hat die ungarische Fernsehstation Hír TV im 2012 bewiesen. Speed, LSD, Weed, Mushroom, Synthetic Mescaline. Die Empörung war etwa so groß wie ein Polizeiaufgebot, das daraufhin das Gelände gestürmt hat. Die Organisatoren mussten sich viel anhören, sind medial recht durch den Dreck gezogen worden. Korábban milyen volt az együttműködésük, mert hogy az említett híradások nem csak a hatósági engedélyek meg nem léteiről szólt, hanem arról is, hogy az elmúlt 24 vagy 48 órában több tucat ozorára igyekvőt állítottak meg a rendőrök, és állítottak elő az egyenruhások kábítószerbirtoklás miatt. Ez ellen önök hogy tudnak védekezni? Az idevezető utakon hallomásból tudom, hogy ellenőrzik az ide látogató vendégeket, szinte mindenkit. De arról ön nem tud, hogy térdig ér a drog Ozorán? Hát Ozorán semmiképpen, főleg Dárpusztán nem. Zurück in Simon-Tornia. Also ich weiß nicht, seit wann ist halt viel ruhiger geworden. Man hört einfach nichts mehr. Aber ich denke, zum Wahrheit gehört, dass es die Sicherheitspersonal ist auch deutlich besser vorbereitet. Naja, und wenn wir ganz ehrlich sind und nach dem, was ich gehört habe, jetzt wurde halt als Sicherheitsdienstleister die richtige Firma geholt und seitdem gibt es auch kein Problem mit der Polizei. Ob seit der Anstellung von Valton als Sicherheitsfirma wirklich weniger Probleme mit der Polizei gibt, kann ich nicht bestätigen. Aber man findet auf ungarischen Online-Portalen über die Regierungsnähe von Valton Security und dass sie praktisch konkurrenzlos zu grossen Aufträgen kommen, schnell einen Haufen Artikel. It's a Hungarian company with a lot of connection to Fidesz government, yeah. And they are sometimes a little bit out of reach. You know, they are doing more than they can. Da werden in ein paar Tagen mehrere 10'000 Leute festen. Genaue offizielle Zahlen gibt es nicht, aber nebst dem Boom in Portugal ist das sicher das grösste Goa-Festival in Europa. Seit ich im 2016 das erste Mal hierher gekommen bin, ist das Festival gewachsen, hat sich gewandelt und weiterentwickelt. Dass man sich zum Wachsen können, musste gewissen Regeln oder eben Partner unterordnen, ist man sich im Organisationsteam bewusst. How is Ozora perceived nowadays by Hungary? Well, it's let's leave each other. Yeah. Something like that. They're aware of what we are doing. They're fully collaborating with all the authorities because there is no other way. Back in the day, we were a bit more punky, but you know you can't do it for all the time. And now we're in a really good connection with everyone. I started my journey here back in 2011. Then somehow we got here as workers to do some craft work, some woodwork and stuff. Back in 2011 it was a big experience to see how this craziness can exist in a place like this. Being together and not doing things like in classical pop festivals, you know. So my name is Hajnal Gazda. And I'm working here on Ozora Festival like in the organization and workshop holder also. And at the beginning I arrived like a teacher, and after a couple of years of dedicated work they asked me to, oh, you are wonderful, please join our team. And I was happy to come, and I really like to work here with the guys. Ich bin Angela Thies und ich mache die Schatten im Festival. Vorher haben wir auch den Mainstage Design, jetzt arbeiten wir mit. Und jetzt machen wir zum Beispiel die Eröffnungszeremonie, Bekleidung.
Um herauszufinden, wie hier in Ungarn mit Wandel umgegangen wird, muss man genau hinhören. Denn oft findet die Kritik an den Zuständen zwischen den Zeilen statt. Every year is changing something. Every year. In the location, of course, because the location is developing, so it's opening new opportunities to where you can create new circumstances, and I really like it. I like this kind of challenges also. But if we are around that, how is the people and how is affecting the festivals or this kind of communities from the outside, year by year, deeper and deeper, we are losing the original, why we are coming together. We are step by step losing with the growing, with the becoming a multi-company from a small family business, of course. I'm finding different joy things here, but not that one anymore. Also ich denke, dass wir sind ziemlich nah zueinander im Ungarn. Also darum mag ich hier zu leben, weil wir nahe zueinander sind. Wenn man nach Kunst schaut zum Beispiel, dann sieht man, was los ist im Leute. Also was man vom Weite sieht, das ist das Propaganda. I cannot cooperate with other artists to create something wonderful things because it's ruled by this kind of more and more obliged doctrines. And I don't want to live on that place where it's going backwards and backwards and backwards. But I'm sure until the end, they will be fighting for that to can have a safe space here where you can come and still meet the same-minded people. Und solche Orte braucht es eben genau in einem System, wo Diversität und andere Meinungen immer mehr einschränkt. Es ist nicht so, dass man sich in Ungarn nicht mehr frei äußern könnte. Aber die Leute werden langsam müde, um darüber zu schwätzen. Umso wichtiger, dass man es gleich noch versucht.